Oh, schon beinahe ein Jahr her, seit meine letzte Kingdom Hearts Theorie online gekommen ist. Wird Zeit, dass ich mal die nächste mache. Gibt ja noch immer keine Infos über den nächsten Titel, also keine Bestätigung oder Widerlegung von offizieller Seite. Na gut, dann schauen wir doch mal auf die Liste, welcher Kingdom Hearts Community ich heute auf die Füße treten werde. Oh, denen. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuesten Kingdom Hearts Theorie. Diese Theorie basiert auf meinen vorangegangenen Theorien. Also schaut euch diese vorher an, um alles zu verstehen, was ich hier anspreche. Natürlich werde ich wie zuvor trotzdem sämtliche Informationen mit einer visuellen Darstellung untermalen, damit man nachvollziehen kann, was ich ausdrücken möchte. Des Weiteren versuche ich dieses Mal etwas langsamer zu sprechen und mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen zwischen den Informationen. Das könnte das Video etwas strecken, aber damit wirkt es hoffentlich nicht mehr so gerusht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback dazu dalasst. Das heutige Thema ist die Identität der wahren Pusteblume. Diese hat die Abstimmung auf meinem Discord-Server gewonnen. Bevor wir anfangen, möchte ich direkt ein wenig abschweifen. Dies hat zwar nur wenig etwas mit der wahren Pusteblume zu tun, doch da ich viel über meine Theorien recherchiere und auch Meinungen und Diskussionen führe, um zu sehen, ob ich an Punkten Widersprüche habe, bin ich zu einem Diskussionspunkt gekommen, den ich im Video in einer On-Screen-Textnachricht angesprochen habe. Und zwar die Zeitabschnitte von Kingdom Hearts Key, Unchained Key und Union Cross. Wir haben im Grunde 3 Zeitangaben in Union Cross bekommen. Diese 3 Zeitangaben sind 5 Jahre in der Vergangenheit. Dies ist zum Zeitpunkt, wo der Meister die Propheten und Lushu trainiert. 4 Jahre in der Vergangenheit. Dies sind die Momente, an denen Ava angefangen hat, die neuen Unionsanführer auszuwählen. Und einen Zeitraum von 2 Jahren vor dem Schlüsselschwertkrieg, welcher komplett Ereignisse von Key beinhaltet. Diese Zeitangabe bekommen wir direkt von Strelitzia, welche sagt, dass sie die letzten 2 Jahre als Schlüsselschwertträgerin aktiv war. Strelitzia erwähnt hierbei auch, dass es in diesen 2 Jahren eine Konstante gab, den Spieler. Das heißt, wir wissen nicht, wie lange die Zeit war, bevor sie den Spieler getroffen ist in Key. Aber zumindest hat es von dem Moment an 2 Jahre gedauert bis zum Schlüsselschwertkrieg. Um das Ganze ein bisschen verständlicher darzustellen. Wir wissen weder, wann genau der Spieler noch Strelitzia angefangen haben, Schlüsselschwertträger zu sein. Strelitzia hat den Spieler das erste Mal an dem Tag bemerkt, als dieser auf Ephemer gewartet hat, und diese Szene ist laut ihrem inneren Monolog 2 Jahre her. Ihre Geschichte endet wenige Tage vor dem Schlüsselschwertkrieg. Wir können also sicher sein, dass der Spieler Ephemer 2 Jahre vor dem Schlüsselschwertkrieg kennengelernt hat. Der Spieler war allerdings auch davor schon aktiv, und bevor der Spieler ein Schlüsselschwertträger wurde, gab es auch schon weitere, was direkt in den ersten Cutscenes mit dem Spieler klar wird. Es ist auch unklar, ob Strelitzia vor dem Treffen mit dem Spieler schon länger ein Schlüsselschwertträger war, da sie einfach nur von dem Kontext spricht, dass sie den Spieler seit 2 Jahren konstant sieht und nicht, dass sie seit 2 Jahren eine Schlüsselschwertträgerin ist. Das mag wie Wortklauberei klingen, aber glaubt mir, es ist wichtig. Also gibt es mindestens 4 größere Zeitpunkte. Das Training vom Meister der Meister vor 5 Jahren, der Beginn der Unionen und die Auswahl der Pusteblumen von Ava vor 4 Jahren, der Start vom Spieler und Strelitzia Schlüsselschwertträger zu sein, zu einem unbekannten Zeitpunkt, und den Schlüsselschwertkrieg, der zum Zeitpunkt von Union Cross dann mehr oder weniger gerade aktuell passiert ist. Kingdom Hearts Key war nebenbei ein Browserspiel für Japan alleine. Es gab keinen offiziellen Release in den westlichen Ländern. Noch während der Entwicklung von Key wurde dann Unchained Key gestartet, welches eine Mobile-App war und die Story nacherzählte. Zusammen mit den Ereignissen, die nicht in Key vorhanden waren, wie zum Beispiel das Treffen mit dem Schlüsselschwertträger, der behauptet, Freunde seien nicht seine Stärke, oder die Welt von Cinderella. Ansonsten spielt das Spiel hundertprozentig gleich ab und endet ebenfalls am selben Punkt bei dem Schlüsselschwertkrieg. Allerdings wurde dieser in Unchained Key als ein Special Event eingeführt, da die Ereignisse storytechnisch aus der Erinnerung von allen Personen, außer den Unionsanführern, gelöscht wurden. Die Story setzt sich dann in der nun umbenannten App Union Cross fort und nach den Ereignissen des Schlüsselschwertkriegs.
In typischer Nomura-Manier werden natürlich die verrückten Titel von den Spielen irgendwie auch in der Story genannt. Und deshalb gibt es halt einen Unchained State, in den FMA gesetzt wird und die Unionsanführer reden vom Union Cross. Warum ich euch das alles erzähle, obwohl ihr es vielleicht schon wusstet? Durch die Umbenennung der App in Unchained Key und die Lücke von 2 Jahren zwischen Strelitzias erstem Erzählpunkt und dem Schlüsselschwertkrieg ist ein weit verbreiteter Glaube entstanden, dass die Ereignisse von Key sich in der Datenwelt wiederholt haben. Ein paar schwer zu verstehende Sätze und Fanübersetzungen später hat sich dieser Glaube absolut gefestigt, so dass es gut ausgearbeitete Videos gibt, die erklären, wie diese ganze doppelte Ausführung aller Ereignisse abgelaufen sein soll. Da ich mich viel mit der Community austausche und mir natürlich versuche, meine Theorien selbst zu widerlegen, um zu sehen, wie glaubhaft sie sind, bin ich dann zu einem Punkt gestoßen, den ich maximal problematisch fand und der es nötig macht, für mich über diese Wiederholung aller Ereignisse zu reden. Dazu schauen wir uns mal folgende Szenen an. Wie ihr seht, ist der Text bei der Dunkelheit Welten erwähnt, die nicht in der echten Welt existiert haben, noch kurz zu sehen, bevor der Palast der Träume, also Cinderellas Welt, verschwindet. Dies und die Tatsache, dass der Palast der Träume in dem Browserspiel Key nicht vorhanden war, führt zu der Behauptung, dass Unchained Key die Wiederholung der Datenwelt ist. Und als nächstes schauen wir uns Strelitzias Szene noch einmal an.
In Strelizias Rückblick ist eindeutig zu sehen, dass sie den Spieler im Palast der Träume gesehen hat. Wenn dieser also nur in der Datenwelt existiert, dann ist die Strelizia, die wir sehen, von Anfang bis Ende nur eine Datenversion. Dies stellt ein massives Problem dar, in vielerlei Hinsicht, was mich dazu gebracht hat, der Sache genau auf den Grund zu gehen. Und mein Ergebnis? Ich kann keinen einzigen Beweis dafür finden, dass die Welten jemals als Daten wiederholt wurden. Ich finde Beweise dafür, dass FMR schon vorher in die neue Welt geschickt wurde, dass sie die neue Welt nicht als Datenwelt wahrgenommen haben, dass sie sich anders anfühlt als die alte Welt, aber abgesehen von einer einzigen Fanübersetzung finde ich keinen Hinweis, der eine Wiederholung der Ereignisse bestätigt. Sowohl in den Spielen als auch in Nomuras Interviews. Doch der Vollständigkeit halber zeige ich euch nun die angesprochene Fanübersetzung, gefolgt von der offiziellen Übersetzung. Es tut mir übrigens leid, wenn ich diese Fanübersetzung nur aus einem anderen Video herausholen konnte. Ich habe die originale Quelle nicht gefunden. Außerdem, ihr müsst mir das verzeihen, aber mein Japanisch ist ein klein wenig eingerostet, aufgrund dessen, dass ich kein Japanisch spreche. Um dem Ganzen also wirklich auf den Grund zu gehen, habe ich jemanden gefragt, der Japanisch übersetzen kann. ChatGPT. Bitte was? Osuma, du vertraust einer KI mehr als jemanden, der es einfach so übersetzt hat? Um es einfach auszudrücken? Ja. Ich habe mir den japanischen Text angeschaut und ihn durch 3 verschiedene Übersetzer gejagt. Und jedes Mal kam die Fanübersetzung dabei heraus. Bedeutet das, die Fanübersetzung ist korrekt? Naja, so einfach gebe ich jetzt nicht auf. Sowas wie der Google-Übersetzer, bei dem ihr sicher selbst wisst, wie akkurat er übersetzt, kommt halt auf das gleiche Ergebnis wie jeder andere Übersetzer. Aber ChatGPT kann mir Erklärungen für Übersetzungen geben. Also habe ich ihm den japanischen Text geschrieben und die offizielle Übersetzung und gefragt, wie da so ein gewaltiger Unterschied möglich ist. Die Antwort: Mit dem gegebenen Kontext, in dem die Charaktere in eine kopierte Datenwelt geschickt werden, könnte der Charakter versuchen zu verstehen, was es bedeutet, in diese neue Welt zu gehen. Die Verwendung von dem japanischen Wort für alternative Realität oder Überschreiben könnte in diesem Fall auf das Überschreiben der bekannten Realität hinweisen, indem sie durch die Datenwelt ersetzt wird. Die Szenen sind völlig unterschiedlich übersetzt, wie ihr seht. Und am Ende lasse ich euch selbst entscheiden, ob ihr nun Team Wiederholung oder Einmal-Story seid. Ich finde Wiederholung zwar unlogisch, aber es scheint ein so verwurzelter Glaube zu sein, wie das gelbe Augen Xehanorts Einfluss repräsentieren, dass ich dagegen eine Wand argumentiere. Ich glaube auch nicht, dass Nomura dieses Problem in zukünftigen Spielen aufklären wird, da es wenig Grund dafür geben sollte. Im Prinzip ist es in 97% der Fälle einfach nur 2 Jahre mehr und Ende. Aber ich schweife ab. Hier sind meine Gründe, warum ich glaube, dass es keine Wiederholung ist. Erstens. Der Grund fehlt mir völlig. Wenn es dafür nötig ist, die Erinnerungen an den Schlüsselschwertkrieg zu überschreiben, ist mir nicht klar, warum man die ganzen 2 Jahre neu erleben müsste. Vor allem, da die Unionsanführer sogar sagen, dass die Erinnerungen in kurzer Zeit verschwunden sein werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die gleiche Zeit zu brauchen wie vorher, ist in meinen Augen nicht kurz. Zweitens. Strelitzia verliert ein Herz. Wenn Strelitzia einzig und allein als Daten existiert, dann sollte sie eigentlich kein Herz haben. Natürlich kann man argumentieren, dass ihr eins gewachsen ist im Laufe der Zeit, aber das ist trotzdem fragwürdig. Datensora war in einer sehr bedränglichen Situation, als dies passierte, und brauchte bis zu dem Zeitpunkt keins. Und es hatte den Einfluss von echten Personen nötig. Strelitzia hielt sich im Hintergrund, weswegen ich das eher wenig wahrscheinlich finde. Drittens. Lauriam verspätet sich nach dem Schlüsselschwertkrieg beim Treffen, weil er etwas sucht. Da er auch weiterhin nach Strelitzia danach sucht, gehe ich stark davon aus, dass er schon da nach ihr gesucht hat. Viertens. Als Ephemer im Laufe von Lauriams Suche nach Strelitzia wieder auf den Spieler trifft, sagt er, dass er alle Hände voll zu tun hatte und keine Zeit gefunden hat, ihn aufzusuchen. Wäre es eine 2-Jahres-Wiederholung, fände ich es höchst fragwürdig, wie sie für 3 Entscheidungen 2 Jahre gebraucht haben sollen. Vor allem, da alle sehr schnell passiert zu sein scheinen. Vielleicht sind es auch die langsamsten Sprecher der Welt. Fünftens. Das gleiche Argument gilt für Lauriams Suche. Angenommen, die Datenwelt wiederholt 2 Jahre. Und Lauriam sucht schon beim ersten Treffen nach Strelitzia. Dann hat er 2 Jahre lang keinen Schimmer, wo sie ist. Und findet erst Hinweise nach dem Zweiten Krieg? Überhaupt, da die neuen Unionsanführer wissen, was passiert ist,
Hätte er einfach seine Datenschwester stalken können und so rausfinden, was mit ihr passiert. Aber scheinbar war das nicht möglich. Sechstens. Sie wissen, dass sie in einer neuen Welt sind und dass die Welt Unterschiede hat. Dass sich Dunkelheit fast so anfühlt, als hätte sie ein Bewusstsein. Aber bevor Brain durch Glitches herausfindet, dass sie in einer Datenwelt sind, haben sie nicht den leisesten Schimmer davon. Sie konnten also die Ereignisse nicht beeinflussen. Aufgrund dieser Tatsache und der Tatsache, wie Avas Rede zu den Pusteblumen ist, bevor diese in die neue Welt übergetreten sind, ist es sehr stark anzunehmen, dass sie dachten, dass Daybreak Town eine Traumversion von Daybreak Town ist und sie von dieser aus in die Datenwelten reisen und wieder zurück. Dieser Glaube passt auch damit zusammen, dass sie denken, die Welt fällt in die Dunkelheit, während wir tatsächlich aber nur eine Stelle haben, wo alles in Licht getaucht ist. Eine ähnliche Situation wie in Recoded, als dort die Charaktere in die Datenwelt geschickt werden. Sie scheinen offensichtlich nicht zu wissen, wie träumende Welten funktionieren, denn dann würden sie wissen, dass eine träumende Welt die Ereignisse wiederholt, bevor sie in den Schlaf gefallen ist. Also sämtliche Ereignisse von Union Cross müssten sie hellhörig machen, dass es keine Traumwelt ist, wenn sie wüssten, dass die Wiederholung von dem Traum kommt. Ich hoffe, ihr konntet mir bei diesen Argumenten folgen. Anbei blende ich euch noch ein paar Nomura-Interview-Aussagen ein, welche es zwar nicht klar sagen, aber trotzdem darauf schließen lassen können, dass es sich einfach um eine direkte Fortsetzung handelt, statt eine Wiederholung. Zu guter Letzt, bevor mir noch jemand vorwirft, dass FMA den Spieler nicht hätte kontaktieren können durch Träume aus einer Datenwelt heraus, wir haben in Kingdom Hearts 2 bereits ein Beispiel für eine Situation, in der eben dies passiert und wo die Verbindung sogar noch weitreichender ist. Roxas und Kairi haben hier nämlich ein Gespräch über Sora. Dieses Gespräch geht über die Datenwelt zu einer anderen Welt in einem anderen Realm. Und beide wachen nach dem Gespräch auf, was darauf hindeuten lässt, dass beide, zumindest während des Gesprächs, geschlafen haben. Da ist das, was FMA gemacht hat, deutlich einfacher. Bei der schieren Menge an Diskussionspunkten, die ich nun schon angebracht habe, ist es kaum zu fassen, dass ich die Theorie des Videos noch gar nicht angefasst habe. Bitte behaltet im Kopf, dass ich für diese Theorie davon ausgehe, dass die Ereignisse einmal passiert sind und es keine Wiederholung in den Datenwelten gab. Demnach, ohne weitere Umschweife nun zu meiner Theorie, zu der wahren Pusteblume. Bevor Brain in die echte Welt kommt und auf Lushu trifft, hat dieser etwas in einem weißen Tuch in eine Kapsel gesteckt und in die Zukunft geschickt. Seine Aussage dazu war, dass es die wahre Pusteblume ist. Aber wer oder was ist in dem weißen Tuch? Von der ungefähren Form her könnte es eine Person sein. Allerdings sehen wir weder Haare noch Gesichtsstrukturen. Um wen handelt es sich hier? Und wie kommt es zustande? Zuerst einmal sei gesagt, wir haben noch mehr Szenen mit Lushu. Erena Shiriti erzählt, dass es Strelitzia mit Lushu gesehen hat, einige Tage zuvor. Strelitzia war hier in einer weißen Robe gekleidet, die nicht ganz auf das Tuch von später passt. Wir sehen Strelitzia noch zwei weitere Male, einmal in Lauriams Träumen und einmal, wenn sie Lauriam wieder zur Vernunft bringt, als er an Ventus Bett steht. Schauen wir uns diese 4 Szenen doch erstmal an.
Nun bringen wir diese 4 Szenen doch mal in eine Reihenfolge. Shiriti sagt, er habe Lushu und Strelitzia, welche ja dann die Backup-Daten sind, vor ein paar Tagen gesehen. Daher können wir diese Szene als erste ansehen. Die einzige Stelle, wo eine unbestimmte Zeit vergeht, ist, wenn Lauriam nach dem Kampf gegen Malefiz bewusstlos ist. Während dieser Bewusstlosigkeit spielt sich auch die zweite Szene ab, in der Lauriam Strelitzia in der weißen Robe sieht. Die scheinbar dritte Szene in der Reihenfolge ist Lushu, der das Tuch in die Kapsel steckt. Und die vierte ist nach der Konfrontation mit der Dunkelheit. Nun, im Grunde gibt es 3 Optionen, wer die wahre Pusteblume ist. Entweder es ist Ava, Strelitzia oder eine uns unbekannte Person. Dass es Ava ist, denke ich nicht, da sie die Pusteblumen gegründet hat und für eine Zeitreise nicht wirklich die Maschine bräuchte. Außerdem ist es fragwürdig, wie sie in den Zustand gekommen sein soll, in dem Lushu sie in die Maschine pflanzt. Jede andere Pusteblume ist auch unwahrscheinlich, da diese in Geister verwandelt wurden und es irgendwie seltsam wäre, wenn Lushu einfach random irgendjemanden wählt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es Strelitzia sein sollte. Doch wieso überhaupt die Diskussion, ob sie es ist oder nicht? Das kommt daher, dass man in der Robe, an den Haaren und Lauriams Reaktionen sehr genau erkennt, dass es Strelitzia ist. Aber in dem Tuch, in der echten Welt, sind diese Merkmale völlig verschwunden. Man sieht halt einfach nichts in dem Tuch. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, wieso ich denke, dass es so dargestellt wurde, hier noch 2 Dinge, die darauf hinweisen, dass es Strelitzia ist. Erstens, Lushu sorgt sich um die Pusteblumen. Dies ist sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum er mit Brain ursprünglich Kontakt aufnimmt. Zweitens, er nennt es die wahre Pusteblume, wenn wir bedenken, dass Ventus eine falsche Pusteblume ist, die Strelitzia umgebracht hat und als Ersatz für sie zu einem Unionsanführer wurde. Denn ergibt es nur Sinn, dass die wahre Pusteblume eben die ist, die eigentlich an seiner Stelle stehen sollte. Gut. Wie wir aus dem Kingdom Hearts 4 Trailer wissen, ist Strelitzia in der aktuellen Zeit in Quadrato. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt durch, wie ich glaube, dass dies mir ermöglicht wird. Schritt 1. Ventus tötet Strelitzia. Wie wir wissen, kommen Herzen nach dem Tod in die finale Welt, wo sie verweilen, bis sie wiedergeboren werden. Somit befindet sich Strelitzias Herz sehr wahrscheinlich in der finalen Welt ab diesem Zeitpunkt. Schritt 2. Lushu greift auf Strelitzias Daten zu. Ab hier wird es schwierig. Ich habe 2 Ideen, wie dies möglich ist. Entweder hat Lushu einen zweiten Ausgang, was ich allerdings irgendwie doof finde, weil die gesamte Käfig für die Dunkelheit-Geschichte ziemlich sinnlos ist mit einer Hintertür. Auch wenn sie nur Lushu nutzen kann, könnte Dunkelheit ihm einfach folgen. Die zweite Idee ist Timing. Lushu hat sich mit einer Kapsel in die Datenwelt begeben, im gleichen Moment, wo Malefiz aus der Datenwelt entkommen ist. Es ist auch irgendwie sehr verschwenderisch, Kapseln zu verlieren, weil man sie in der echten Welt überschreibt. Während Lauriam dann bewusstlos ist, reist Lushu in die Datenwelt, wodurch wir eine Kapsel mehr haben als zuvor. Er holt dann Strelitzias Backup-Daten und wird von Shiriti dabei gesehen. Als er erneut in die Kapsel steigt, lädt er die Daten in seinen eigenen Körper und stellt den Zielpunkt der Kapsel in einen anderen Raum im Turm ein. Deswegen kommt er erst erneut in den Raum und die Kapsel ist nicht extra vorhanden. Er reist in diesen Raum, weil er dort die Daten wieder aus seinem Körper trennen muss. Schritt 3. Das weiße Tuch. Wir haben bisher 2-mal diese Sorte Tuch gesehen. Und mal wieder ist die andere Szene in Birth by Sleep. Manche Leute sagen, das Spiel wäre unwichtig. Naja. Ventus, nachdem ihm alle Dunkelheit entzogen wurde, ist komatös und wird in Destiny Islands in dem weißen Tuch abgelegt. Warum macht Xehanort das, wenn er reines Licht und reine Dunkelheit will, um gegeneinander zu kämpfen? Doch sicher nicht, um Ventus sterben zurückzulassen. Destiny Islands ist eine friedliche Welt und eventuell hofft er, dass Ventus hier die Möglichkeit findet, sein Herz zu heilen. Wie ich bereits erklärte, glaube ich, dass reine Lichtherzen nicht regenerieren können, da sie nur aus Zeit und nicht aus Raum bestehen. Ein Dunkelheitsherz kann einfach den fehlenden Part mit Dunkelheit ersetzen. Ein Lichtherz kann das nicht, da es diese Fähigkeit nicht besitzt. Aber durch Verbindungen mit anderen Personen ist dies möglich. Es ist praktisch der Inbegriff von meine Freunde sind meine Kraft. Jedenfalls, worauf will ich hinaus? Es muss einen Sinn haben, warum Lushu und Xehanort beide dieses Tuch genutzt haben. Und wieder komme ich zu einem Vergleich mit etwas anderem. Der Meister der Meister hat die schwarzen Kutten erfunden, um Dunkelheit effektiv daran zu hindern, in den Körper einzudringen. Was, wenn die weißen Tücher das Gegenteil machen? Sie verhindern, dass Licht sich verflüchtigt, also das Licht aus dem Tuch nicht nach außen verschwindet und festgehalten wird. Xehanort könnte gehofft haben, dass das angeschlagene Lichtherz nicht noch mehr verschwindet, indem er ihn in dieses Tuch wickelt. Und Strelitzias Backup-Daten können ebenfalls, wie schon erwähnt, sehr wahrscheinlich nicht ohne Körper in der echten Welt existieren. Allerdings basieren Daten auch auf Lichtsignalen, also kann man sie als Licht einstufen und diese könnten eventuell
ebenfalls innerhalb dieses Tuches existieren. Somit könnte Lushu Strelitzias Daten in der echten Welt transportieren und das würde erklären, warum man keine physische Form sieht. Schritt 4. Lushu platziert die Daten in die Kapsel in der Hoffnung, dass es etwas auslöst. Solange eine Version von dir in der Welt existiert, kann dein Herz diese Version als Anker nehmen, um sich physisch zu manifestieren. Malefiz hatte auch nur eine Datenversion von sich und konnte nicht nur zu dieser Version reisen, sondern auch die echte Welt besuchen. Lushu hat nun in die echte Welt eine Datenversion von Strelitzia gebracht und ihr Herz in der finalen Welt könnte somit Kontakt mit diesem aufgenommen haben. Indem er sie dann in die Zukunft schickt, gibt er eine Chance, ihren verlorenen Körper wiederherzustellen, wenn es jemanden mit Erinnerung und einem Medium gibt. Dies kann auch einer der Gründe sein, warum Alushia und Loxine ins Schloss des Entfallens geschickt wurden. Sie sollten nach Ventus suchen, und dieser hätte vielleicht bei Meluxia und Loxine ihre Erinnerungen geweckt. Etwas, das Lushu durchaus helfen könnte. Er selbst hat die echte Strelitzia nie getroffen, daher werden seine Erinnerungen wohl nicht zählen. Schritt 5. Meluxia erinnert sich. In Kingdom Hearts 3 hat Meluxia die Erinnerung an seinen Lebenszweck wiedergefunden. Dieser muss eigentlich Strelitzia sein. Demzufolge wäre ein Medium und eine Person mit Erinnerungen da. Ich gehe davon aus, dass Meluxia Medium und Erinnerung ist, da Strelitzia eine sehr tiefe Verbindung zu ihm hatte. Strelitzia ist allerdings wirklich gestorben, was die Wiederherstellung ihres Körpers zu einem Problem macht. Ich gehe davon aus, dass sie somit auch eine Art Tabu brechen würde und die Welt daher sich entschieden hat, sie nicht auf der Kingdom Hearts Seite wiederherzustellen, sondern auf der Quadratum-Seite. In meinem letzten Video hatte ich bereits erklärt, dass ich denke, dass der Gedächtnisverlust von Lauria, Elrina und Ventus wahrscheinlich vom fehlenden Medium kommt. Warum sich Meluxia und Loxine also scheinbar jetzt erinnern können, ist nochmal ein völlig anderes Thema, über das ich teilweise noch nachdenke. Ich gehe aber davon aus, dass es mit dem Erscheinen von Ephemera im Schlüsselschwertfriedhof zu tun hat. Ich denke, Missing Link wird dieses Mysterium aufklären. Wenn ich bis zum Release zuversichtlich über dieses Thema sprechen kann, mache ich dazu noch eine Theorie. Momentan kann ich aber nur sagen, ich denke, dass es mit verschmolzenen Herzen zu tun hat. Zu guter Letzt möchte ich noch erklären, was es mit den beiden Szenen mit Lauriam in Union Cross zu tun hat, in denen Strelitzia auftaucht. Zuerst einmal die Szene in der weißen Robe auf dem Blumenfeld. Lauriam liegt hier bewusstlos, vor dem Rettungsboot. Wie ich schon sagte, denke ich, dass Lushu Strelitzias Daten während seiner Bewusstlosigkeit geholt hat. Als sie dann in die echte Welt zurückreisen, träumt Lauriam von seiner Schwester, welche nach oben schwebt und verschwindet. Für ihn ist also die Kapsel von Lushu bereits weg und er merkt an, dass die böse Fee entkommen ist. Danach kommt der Punkt der Dunkelheit in Ventus und nachdem dieser sie wieder in sich aufgenommen hat, fällt es ihm schwer, sich zu beherrschen, bis er Strelitzias Hand spürt. Ich denke, dies war in dem Moment, als Strelitzias Daten dem Herzen von Strelitzia in der finalen Welt eine neue Form gab. Die finale Welt ist mit den Träumen verbunden und über Träume kann man in Kingdom Hearts Kontakt miteinander aufnehmen. Wir haben diesen Traumkontakt bereits sehr oft tatsächlich gesehen. Hier sind Beispiele. Mickey kontaktiert Sora und Riku in Kingdom Hearts 1 auf diese Weise. Roxas und Axel kommunizieren auf diese Weise nach dem Roxas-Kampf. Ephemera kontaktiert den Spieler über Träume, nachdem er in den Unchained-Status kommt. Und wenn ich das mal eben erwähne, ich bin mir 100% sicher, dass der ungebundene Status einfach bedeutet, dass man in Data Daybreak Town ist. Denn was sonst soll ungebunden sein? Ungebunden vom Buch der Prophezeiungen, da die Datenwelt da drinnen nicht aufgeführt ist natürlich. Jetzt habe ich mal wieder mehr erklärt, als ich dachte. Tja, und damit wären wir wieder am Ende der Theorie. Ich weiß, es gab jetzt nicht so viel dazu zu sagen, aber zumindest finde ich dies wahrscheinlicher, als dass Lauriam Strelitzias Herz in sich hat und deshalb dieses Boss-Design in Chain of Memories hatte, welches so gar nicht nach Strelitzia aussieht. Oder dass man einfach random in Quadratum wiedergeboren wird und die zeitliche Differenz zwischen dem Erscheinen von Sora und Strelitzia völlig ignoriert wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie viel ich noch an Theorien parat habe, die in diese Länge gehen. Die Sache mit den verschmolzenen Herzen würde nicht lange gehen und ansonsten habe ich hauptsächlich Mini-Theorien, die ich vielleicht im nächsten Video mache und die sich hauptsächlich auf gezeigte, aber nie völlig ausgesprochene Dinge beziehen. Naja, wir werden sehen.
Für die größeren Mysterien fehlen ansonsten nun leider so langsam die Grundinformationen, um eine solide Basis für die Theorie zu haben. Ich meine, von Yusura zum Beispiel wissen wir fast gar nichts, aber eventuell habe ich noch eine Sache in petto, mal schauen. Jedenfalls war das die Theorie und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir dies gerne mit einem Like oder Abo zeigen. Ich blende ab jetzt übrigens hier auch immer noch die letzten Kingdom Hearts Videos ein. Ansonsten, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.